Hallo allerseits, ich bin heute auf der Samsung Roadshow im Münchner Olympiapark und hier ist Christoph Emde, der ist Produktmanager für Signage, für den Werbebereich von Displays und er hat hier was Neues dabei, was sogar schon im Handel ist, ein Signage-Display für Schulungen, für Schulen, für alle möglichen. Er wird uns das jetzt mal vorstellen und erklären, was man damit alles machen kann. Ja. Wie groß ist das? Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Also das ist 55 Zoll groß, das Display, 55 Zoll UHD Touch Display mit einer In-Glass Touch Technologie und wir haben hier die Möglichkeit eben über diesen Holzstift, das ist wirklich ja nur ein Holzstift mit zwei verschiedenen Seiten, einfach ganz simpel drauf zu schreiben. Und mit der anderen Seite des Stiftes einfach das Ganze als Textmarkerfunktion zu nutzen. Wenn uns jetzt eine Farbe nicht gefällt, kann man die ganz einfach durch einen längeren Druckpunkt ändern. Sprich, man ändert hier ganz simpel die Farbe und hat hier die Möglichkeit, einfach verschiedene Farben als auch Stiftstärken zu verwenden. Kann ich dann auch selber mit den Fingern schreiben, wischen, auswischen, radieren? Genau, man kann ganz einfach mit der Handfläche das Geschriebene wieder wegwischen, ganz intuitiv. Super. Sodass man eben ganz einfach, verständlich für jedermann dieses digitale Flipchart nutzen kann. Hochformat ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache, kann man das auch drehen? Genau, man kann das ganze Display auch ganz sehr einfach ins Querformat drehen und man kann auch entsprechend jetzt im Querformat schreiben. Und was wir auch machen können, wir können das Ganze auch mit unserem mobilen Endgerät koppeln über Screen Mirroring Funktion. Sprich, wir sehen hier einmal das Smartphone, hier ist Samsung Galaxy S8 und wir können hier das auch direkt steuern. Also sprich, man hat hier die Möglichkeit, einfach auch direkt auf das Smartphone zuzugreifen und man kann sogar Screenshots erstellen. Ich habe hier einmal einen Screenshot gemacht und kann diesen Screenshot dann auch einfach bearbeiten oder auch vergrößern, dass man wirklich sehr flexibel und individuell in der Handhabung ist. Gehen wir davon ab, speichern kann man es auch irgendwo, genau. Entweder intern oder extern. Was habe ich noch für Schnittstellen? Genau, man kann das Ganze einfach auch speichern. Wir haben ja die Möglichkeit, auf den Speicher zuzugreifen, einfach zu speichern oder auch zu sperren, sprich mit einem Passwort zu versehen. Wenn jetzt Meetings irgendwie eine Woche später nochmal fortgesetzt werden, hat man die Möglichkeit, hier einfach ein Passwort zu vergeben. Und man kann sich das Ganze dann einfach eine Woche später aus dem internen Speicher wieder aufrufen. Das ist das, was wir gerade aufgezeichnet hatten. Und dann kann man das ganz einfach wieder öffnen, das eben Geschriebene wieder zurückrufen und kann an den Aufzeichnungen, an den Meeting-Minutes weiterarbeiten. Das ist eben eines der Möglichkeiten. Ansonsten hat man die Möglichkeiten auch, den Meeting-Teilnehmern am Ende des Meetings das Ganze zu versenden, einfach per E-Mail. Man kann es auf den Netzwerkdrucker ausdrucken oder auch auf dem USB-Stick. Wo haben wir die USB-Schnittstelle? Die USB-Schnittstelle befindet sich hier an der Seite. Dort, wo auch der NFC-Sensor zu finden ist, sprich man kann ganz einfach das mobile Endgerät, das Smartphone per NFC koppeln und so den Content von dem Smartphone direkt auf das Flip-Display übertragen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir, glaube ich, die Ablage für den Stift. Genau, man hat hier die Ablage für den Stift. Wenn man jetzt in den Off-Modus wechseln würde und den Stift herauszieht, startet das Display automatisch. Und das hier unten ist ein Näherungssensor, haben Sie vorher schon erzählt. Genau, das ist ein Näherungssensor, den man aktivieren kann, wenn jetzt das Display im Off-Modus sich befindet und jemand davor tritt, wird das Display entsprechend aktiviert. Was haben wir noch für Schnittstellen? Wir haben noch für Schnittstellen HDMI. Man kann hier hinten auf der Ablage auch sein Notebook entsprechend ablegen und über die HDMI-Schnittstelle verbinden. Und somit kann man eben auch klassische Notebooks anschließen, das Ganze eben auch als Präsentationsdisplay nutzen. Und Netzwerkschnittstelle ist auch vorhanden? Genau, Netzwerk-LAN-Schnittstelle ist vorhanden und das Ganze kann eben auch ins WLAN eingebunden werden, sodass man eben auch kabellos zugreifen kann und die Endgeräte verbinden. Das ist noch die andere entscheidende Frage, wenn man jetzt sieht, Schulungsbereich schön und gut, kostet ja alles Geld. Wenn ich beispielsweise an mein kommunales Hobby Gemeinderat denke, hier in Zorneding, da sind wir ja mit den Schulen immer irgendwo auch kostenmäßig groß in Problemen. Was kostet denn so ein Display? Bei Schulen müssen wir ja etliche Klassenzimmer damit ausstatten und das geht immer ganz gewaltig ins Geld. Und wir Kommunen, Gemeinderat schlucken schon immer ganz gewaltig. Was kostet das Ding?
Also der Samsung Flip liegt inklusive dem mobilen Standfuß beim UVP von 2.999 €, ist also auch für den Schulungsbereich, also sprich für Education, als auch eben für Meetingräume prädestiniert und kann eben so Meetings verbessern, vereinfachen und dass man einfach viel flexibler miteinander kooperieren und arbeiten kann. Also inklusive diesem tollen Standfuß, den ich in Klassenzimmern verschieben kann mit Rollen, habe ich schon gesehen. Und inklusive dieses Drehgelenks, dass ich das Querformat, Hochformat verwenden kann, ist dann ja schon eine tolle Möglichkeit. Und ab wann ist der verfügbar? Der ist, glaube ich, auf der CES das erste Mal vorgestellt worden. Genau, der wurde auf der CES in Las Vegas das erste Mal vorgestellt und ist ab sofort im Handel verfügbar. Das heißt, den könnten wir, wenn wir wollen, nächste Woche schon bestellen und in 2-3 Wochen haben, je nach Lieferzeit und Verfügbarkeit. Genau. Klasse, das war es hier von der Samsung Roadshow in München mit einem interessanten, innovativen Signage-Display, Flipchart, Samsung Flip, glaube ich, heißt es dann offiziell nochmal zur Wiederholung, und mit Christoph Emde hier von der Samsung Roadshow. Danke, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.